Agneta kommuniziert beruflich und privat viel über WhatsApp. Sie ist nicht misstrauisch, als sie vor ein paar Wochen von einer vermeintlichen Kollegin angeschrieben wird. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Kollegin über WhatsApp, dass sie aus Versehen mir einen Code geschickt hat, den sie dringend braucht. Und in dem Moment kam auch eine SMS-Nachricht mit einem Code, wovon ich dann einen Screenshot gemacht habe und an sie zurückgeschickt habe. Sie überließ, dass sie von der Kollegin, mit der sie gut bekannt und eigentlich per Du ist, plötzlich gesiezt wird. Ein Fehler, aber das ahnt die 48-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das war abends spät, ich war müde, ich habe es übersehen. Also ich bin da nicht stutzig geworden, was man hätte werden sollen. Erst als sie ein paar Tage später auch noch von einer Computerstimme aus Manchester Anrufe mit dem Code bekommt, wird sie misstrauisch. Aber da ist es bereits zu spät. Ihr Account wurde gehackt. Sie selbst kann nicht mehr auf ihre WhatsApps zugreifen. Beängstigend, also es war schon ein unheimliches Gefühl. Es macht einen Angst, dass es so schnell geht und dass Leute auch so wie ich jetzt auch so schnell darauf einfallen. Der Hacker erschließt sich das Vertrauen seiner Opfer, indem er sich als Kollege oder Freund ausgibt. Dann drängt er es dazu, so schnell wie möglich einen Code zurückzuschicken. Wer das tut, öffnet den Betrügern den Zugang zu seinem eigenen Handy. Eine kriminelle Masche, sagt Dirk Hintermeier vom Landeskriminalamt. Er hat natürlich jetzt erstmal Zugriff auf den gesamten WhatsApp-Account. Er sieht also Freunde und Freundinnen oder auch Menschen, mit denen ich beruflich vielleicht Kontakt habe, was an Bildern oder Videodateien übermittelt wurde, einsehen und kann so natürlich eine ziemliche digitale Beute machen. Und die kann üppig ausfallen. Bankdaten, Passwörter, alle möglichen sensiblen Daten in den Händen eines Kriminellen. Das kann für ein Betrugsopfer richtig teuer werden. Ich kann natürlich erstmal einen finanziellen Schaden erleiden. Das merke ich vielleicht erst später, wenn ich meine Kontoauszüge nach 2-3 Tagen noch durchforste. Und es kann natürlich aber auch sein, dass der Täter sagt, okay, hier habe ich also Fotos, sage ich jetzt mal, die eigentlich nur für den häuslichen Gebrauch gedacht sind. Und jetzt plötzlich sage, wenn du jetzt nicht die Summe von x Euro bezahlst, dass diese Bilder dann veröffentlicht werden. Doch der Täter will noch mehr Beute machen. Mit demselben Trick schreibt er Freunde des Opfers und andere Kontakte aus der Liste an. So eine Art Schneeballsystem, dass also einer wurde geködert, einer wurde gefangen, aber der gleichzeitig auch wieder genutzt wird, um weitere Leute in die Falle zu locken. Doch Agneta kommt ihm zuvor und warnt ihre Freunde. Für sie ist es allerdings zu spät. Die Cyberkriminellen sind im Besitz ihrer Daten und vor allem ihrer Fotos, auch die von ihren Kindern. Sie hat jetzt einen neuen WhatsApp-Account und ist wachsamer. Also ich bin vorsichtiger, ich setze nicht jetzt Bilder unbedingt von den Kindern groß rein oder irgendwas mit Bankdaten. Sowieso nicht, hatte ich früher auch nicht, aber also man überlegt immer zweimal, bevor man was losschickt. Man überlegt, ist die Nachricht jetzt wichtig, ist sie nicht wichtig, kann ich das auch anrufen, kann ich das auch über SMS schicken. Agneta hatte noch Glück im Unglück. Ein finanzieller Schaden ist ihr zumindest nicht entstanden. Damit sie aber nie wieder Opfer einer Hackerattacke wird, schützt sie ihren neuen Account, indem sie die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert hat. Diese Funktion soll WhatsApp-Konten besser absichern als zuvor. Hallo, guten Abend, Lisa Brack, Chefreporterin von Chip Online. Hallo. Frau Brack, ich habe es nicht genau mitgekriegt. Was soll ich aktivieren? Das ist die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ein schwieriges Wort, bedeutet aber letztendlich, dass ich einen weiteren Code eingebe und das aktivieren Sie, indem Sie auf die 3 Punkte gehen. Dann gehen Sie auf die Einstellungen im WhatsApp-Menü. Dann gehen Sie auf Account. Das ist der oberste Punkt. Genau. Und dann auf Verifizieren 2 Schritten. So, und jetzt gehen Sie auf Aktivieren. Und dann nehmen Sie das Handy in die Hand und zeigen es nicht mehr in die Kamera, weil jetzt geben Sie Ihren ganz persönlichen Code ein. Und dieser Code, der wird immer wieder gefordert und den haben die Hacker nicht. Okay, und dann bin ich sicher auf WhatsApp. Dann sind Sie sicher. Übrigens, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, dazu rate ich bei vielen Diensten, beispielsweise PayPal oder auch ein Microsoft-Konto. Also das heißt, gerade solche Sachen, wo man sensible Daten hat und die auch kostenpflichtig sind, die auf mein Konto möglicherweise sogar zugreifen, also mein Bankkonto, also eine ganz wichtige Einstellung. Finden Sie eigentlich andere Messenger-Dienste als WhatsApp sicherer?
Ja, gibt es. Es ist ja so, WhatsApp gehört zu Facebook. Das ist eine riesige Datenkrake. Man weiß nicht ganz genau, was wird mit meinen Daten passiert, also mit was arbeiten Sie. Also ich empfehle Threema. Das ist ein Schweizer Messenger, der kostet 3,99 €, Entschuldigung, aber er ist sein Geld wert. Aber es ist natürlich auch immer die Krux an der Sache, wenn meine ganzen Kontakte nicht diesen Messenger nutzen, nutzt mir dieser Messenger auch nicht. Wenn ich mich irgendwie ausspioniert fühle, woran kann das noch liegen auf meinem Smartphone? Das kann tatsächlich auch an einem Spionagetool liegen oder mehreren Spionagetools, die auf mein Handy geschmuggelt worden sind. Da gibt es so ganz perfide Tools, die eigentlich dafür da sind, dass ich zum Beispiel mein Kind verfolge sozusagen, also das heißt, weiß, wo mein Kind sich gerade aufhält, welche SMS oder WhatsApp-Nachrichten es gerade schickt. Also das heißt, dass ich weiß, was auf dem Handy meines Kindes passiert. Und lassen Sie mich raten, das nutzen manche, um auch andere Leute, vielleicht sogar den Partner auszuspionieren. Ja, das ist tatsächlich der Fall. Es gibt sogar ganz krasse Funktionen, dass das Handy lautlos angerufen werden kann. Ich kann mithören, was gerade da passiert. Also beispielsweise, ob mein Liebster gerade ein Techtelmechtel hat. Oh Gott. Kann ich sehen, ob ich sowas auf meinem Handy drauf habe? An was könnte ich sowas bemerken? Ja, diese Spionagetools, die tarnen sich. Aber ich kann sie schon entdecken. Und zwar sollte ich auch immer wieder in meinen Apps schauen, nutze ich diese ganzen Apps, kommen da komische Apps, kleine Tools drin vor, die ich gar nicht kenne, da sollte ich stutzig werden. Ich sollte aber auch stutzig werden beim ungewohnt hohen Datenverbrauch, beispielsweise wenn ich ein kleines Datenpaket nur habe und das ist schon am Mitte des Monats schon verbraucht. Auch der Akkuverbrauch, ein schnellerer Akkuverbrauch kann definitiv auch ein Zeichen sein, dass sich da so ein Tool eingeschmuggelt hat und im Hintergrund arbeitet. Aber ich muss auf jeden Fall dieses Handy mal aus der Hand gegeben haben, sonst kommt das da nicht drauf. Also von Ferne kann das da keiner drauf spielen. Das ist richtig. Also das Handy muss definitiv im Besitz von dem Bösewicht sein oder demjenigen, der jetzt gerade da mich ausspionieren möchte. Haben Sie noch einen Tipp? Wie kann man das Smartphone allgemein sicherer machen? Was sind die wichtigsten Sachen? Es gibt ein paar wichtige Tipps, beispielsweise die Software immer aktuell zu halten, also das Betriebssystem immer aktuell zu halten. Man sollte auch nicht Tools herunterladen von nicht vertrauenswürdiger Quelle. Ich würde jetzt mal sagen, wenn Sie sich Apps für Ihr Google-Handy herunterladen, bleiben Sie beim Google Play Store, denn diese Apps sind geprüft. Und laden Sie sich auch einen Virenscanner herunter. Das kostet natürlich etwas, also da sind Sie mit 8 bis 15 € dabei, aber es lohnt sich. Machen wir unbedingt, schlechtes Gewissen. Dankeschön, Frau Brack, machen Sie es gut. Tschüss. Sehr gerne. Also, Achtung, wenn Sie auf Ihrem Smartphone komische Nachrichten mit einem Code zugeschickt bekommen, Sie können Ihr Telefon sicherer machen, indem Sie, wo es geht, die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten und die Software immer auf dem neuesten Stand halten.